Wir testen heute mal ein ganz besonderes Rad. Ein Rad, das das E-Mountainbike-Fahren wahrscheinlich für immer verändert hat. Und damit Servus und Hallo auf meinem Kanal. Hier teste ich Fahrräder jeglicher Couleur und auch einige E-Mountainbikes sind hier immer wieder dabei. Aber kein EMTB war bis jetzt so wie dieses Rad. Wir wollen uns heute mal selber ein Bild machen von dem M-Flow PL Carbon, das wir hier in der 600 Wattstunden Akkugröße fahren dürfen. Wir werden das Rad hier am Bikepark Samerberg bergauf und bergab runter shredden. Der Bikepark ist eigentlich noch geschlossen. Wir haben eine Sonderdrehgenehmigung bekommen, vielen Dank, denn der Lift fährt leider noch nicht. Aber wir werden auch herausfinden, ob dieses Rad einfach nur ein Lift-Äquivalent ist oder vielleicht ein bisschen mehr und Uphill Flow in ganz neue Sphären bringt. Ich freue mich mega drauf, das wird ein richtig witziger Test. Bikepark-Saison ist eröffnet. Das M-Flow PL ist kein normales E-Bike. Es ist das erste E-Bike mit dem neuen DJI Avenox Motor. Das Krasse ist eigentlich, dass sich DJI als chinesischer Drohnenspezialist zum ersten Mal in den Fahrradmarkt reinwagt. Klar, die haben Ahnung, wie man bürstenlose Motoren baut, die haben Ahnung, wie man Software entwickelt, die haben Ahnung, wie man Software mit Hardware auch verbindet, aber richtig Ahnung vom Fahrradfahren haben die eigentlich nicht. Und das hätte als Experiment auch super schief gehen können. Und nebenbei ist dann einfach ein sehr leichtes, sehr starkes Mountainbike bei rausgekommen. Wo wir jetzt auch mal ganz genau hinschauen müssen, ist der Hype um dieses Rad eigentlich gerechtfertigt oder gibt es hier massive Kritikpunkte, die wir jetzt auch anbringen müssen? Denn so leicht kann man doch nicht einfach ein Fahrrad bauen und so leicht kann man erst recht auch keinen E-Mountainbike-Motor bauen, oder? Auch wenn das Rad jetzt hier schon so ein bisschen eingefahren ist und auch die Dreckspritze die Formen des Rahmens so ein bisschen umarmen, zeigen wir euch hier mal ein paar Bilder, wie das Rad sauber aussieht. Da erkennt man, dass das M-Flow-Logo farblich abgestimmt ist mit der Kashima-Beschichtung von der Fox 36-Gabel vorne und auch der Dropper-Post und auch dem Dämpfer. Das sind alles ja keine Zufälle. Und auch das leichte Gewicht kommt nicht zufällig bei raus. Der Rahmen ist aus Carbon, sowohl der Hinterbau als auch das vordere Rahmendreieck. Und auch die Laufräder sind aus Carbon gefertigt. Und zusätzlich hat M-Flow noch nebenbei einen Carbon-Lenker entwickelt. Sowohl von der Geometrie als auch vom Federweg haben wir es hier mit einem eher klassischen All-Mountain-Rad zu tun. Also hier im Bikepark sind wir jetzt nicht hundertprozentig richtig, aber ihr Parkratten da draußen, man kann mit einem Flip-Chip den Hinterbau auch so umbauen, dass dann ein 27,5er Laufrad reinpasst. Was ebenfalls zeigt, wie viele Gedanken sich die Ingenieure von M-Flow gemacht haben, ist, wie gut einfach die Akkueinheit im Unterrohr verschwindet. Sie ist zwar nicht herausnehmbar, was für einige auch No-Go sein könnte, aber andererseits ist sie auch kaum zu sehen. Und wenn man jetzt hier dieses 2 Zoll Display wegdenkt, dann könnte das Ganze auch ein unmotorisiertes Fahrrad sein, zumindest wenn man von der Antriebsseite schaut. Von der Nicht-Antriebsseite sieht man dann diesen kreisrunden Motor. Der ist jetzt auch nicht unbedingt riesig, wenn man bedenkt, dass der verdammt kraftvoll ist. Also wir haben jetzt hier eine Steigung von 12 Grad und fahren einfach sehr, sehr chillig. Ja, mit relativ wenig Anstrengung hier den Berg hoch. Und das ist schon spektakulär, weil es heißt halt schon, wir sind diese 250 Höhenmeter super schnell hoch und kommen halt ungefähr doppelt so schnell hier oben raus, als wenn wir mit dem sehr gemütlichen Lift fahren, der auch seine Vorzüge hat. Aber so trainieren wir auch noch ein bisschen. E-Bike fahren ist ja trotz alledem Sport. Natürlich ist ja auch mal ganz interessant bei der Bewertung von E-Bikes, wie arbeiten die einzelnen Unterstützungsstufen, wie arbeitet die Sensorik, welche Sensoren sind denn überhaupt verbaut, und hier sind einige neue verbaut. Natürlich kommen hier die klassischen Sensoren wie Drehmomentsensor, Kadenzsensor und auch ein Speedsensor zum Einsatz. Den Speedsensor sieht man sogar hinten an der Bremsscheibe herausragen. Da sind 42 Löcher, die dann im Abstand von 8,5 Grad
ziemlich genau messen, welche Geschwindigkeitsveränderungen am Hinterrad zu bemerken sind. Aber innerhalb des Systems kommen einige neue Sensoren zum Einsatz. Das Rad kann auch anzeigen, wie steil es gerade hochgeht oder runter geht und dementsprechend wird dann auch die Unterstützung beispielsweise im Automodus angepasst. Der Automodus ist super interessant, finde ich. Das ist die erste Unterstützungsstufe, die hier zu sehen ist. Die unterstützt damit maximal 400% und die passt sich so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich genau an dein Fahrverhalten an und auch an den Untergrund, auf dem man gerade unterwegs ist. Da muss man dann nicht hin und her schalten und mit maximal 400% deiner eigenen Leistung wirst du dann auch nochmal unterstützt. Wenn du jetzt hier hochschaltest, bei diesem Bluetooth Remote, das geht mit dem Daumen, sehr einfach, funktioniert kabellos. Dann sind wir in der nächsten Unterstützungsstufe, die jetzt hier die schwächste ist. Ist ein bisschen komisch, dass die Autoversion vor der Eco-Version ist. Die Eco-Version unterstützt dann mit nur 150% deiner Leistung und das ist dann auch die Unterstützung, wo halt dann einfach die Fahrt am längsten geht und wo du dann auch so am natürlichsten unterwegs bist. Habe ich jetzt tatsächlich sehr selten im Einsatz gehabt, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, mit den starken Unterstützungsstufen zu fahren. Und zu denen schauen wir jetzt. Das ist die Unterstützungsstufe, die mir beim Bergauffahren sehr gut gefällt. Das ist die Trail-Unterstützungsstufe. Die unterstützt dann mit bis zu 600% und hat zusätzlich noch den Vorteil, dass sich der Nachlauf, wenn man aufhört zu treten, nicht so extrem ist wie jetzt beispielsweise bei der nächsten Unterstützungsstufe bei Turbo. Also Turbo kannst du nehmen, wenn du es wirklich eilig hast und das saugt einen dann aber auch schon relativ schnell den Akku leer. Wow. Ich bin fast schneller beim Berghochfahren als beim Bergabfahren. Das ist wirklich krass, wie sehr der Turbo anschiebt. Kriegst du Adrenalin. Diese Unterstützungsstufe unterstützt damit bis zu 800% und ist tatsächlich fast schon zu kräftig, um damit jetzt hier beim Bikepark wieder bergauf zu fahren. Es gibt noch eine extra Unterstützungsstufe, wo man 30 Sekunden lang so viel Kraft wie möglich aus diesem kleinen Motor rausholt, nämlich 120 Newtonmeter und über 1000 Watt. Das ist sakrisch viel, man wird mit 800% der Leistung, die der Fahrer eben reinsteckt, unterstützt und das kann man für 30 Sekunden zünden und theoretisch unendlich hintereinander, bis der Akku eben leer ist. Alter, ja gut, hier ist der limitierende Faktor nicht der Motor oder die Power, sondern auch so ein bisschen die Technik. Eine andere, aber nicht weniger spannende Funktion hat man hier auch noch mit eingebaut. Wenn man nach unten drückt, gibt es die Walk Assist Funktion. Da wird dann herausgefunden, wie steil eigentlich gerade auch die Gegend ist, die man hochschieben möchte. Und dann schiebt das Rad mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, je nachdem wie schnell man gehen möchte. Auf der rechten Seite vom Lenker haben wir dann noch dieses Remote. Das ist ebenfalls kabellos und steuert diese Einheit mit Bluetooth an. Damit kann man dann durch die einzelnen Display-Seiten blättern und auf der anderen Seite wechselt man die Modi. Ja, wem das zu kompliziert ist, der könnte auch auf beide Remotes verzichten und durch die einzelnen Modi mit dem An-Knopf schalten oder halt auch mit dem Handschuh durch die einzelnen Seiten durchswipen. Und das funktioniert für ein Touch-Display auf einem Fahrrad schon extrem gut. Das ist ziemlich beeindruckend. Außerdem haben wir hier oben noch eine Ladebuchse mit einem USB-C-Port und damit kannst du dann halt dein Licht, dein Handy, deine Kamera noch zusätzlich laden, wenn dir danach ist. Was außerdem beachtlich ist, finde ich, ist, dass man hier beim M-Flow auch die elektronische Schaltung mit der Batterie vom M-Flow selbst ansteuern kann. Das heißt, für die Hersteller ist das dann gleichzeitig auch das Signal, andere elektronische Komponenten könnten ebenfalls genau mit dieser großen Batterie angesteuert werden, wie zum Beispiel eine Lichtanlage oder vielleicht auch ein ABS-System. Das ist schon ziemlich clever und auch da ist M-Flow definitiv am Zahn der Zeit. Von einer Firma, die es schafft, dass Drohnen von Kindern geflogen werden können, kann man auch erwarten, dass die App, die mittlerweile fast Standard ist, wenn man ein E-Bike fährt, auch etwas Besonderes kann. Und die Evernox-App macht genau das, was man auch von ihr erwartet. Zum einen kann man das Rad auch sehr gut gegen Diebstahl schützen, mit einem Code versehen. Und wenn das Rad im ausgeschalteten Zustand bewegt wird, dann kommt einmal so ein lauter Ton von dem Rad selber und es kommt eine Push-Benachrichtigung aufs Handy
und man wird aufgefordert, einen Code am Display selbst einzugeben, den man vorher eben festgelegt hat. Fand ich ziemlich pfiffig und bei einem Rad, das knapp 10.000 € kostet, durchaus sinnvoll. Was auch ebenfalls ziemlich gut funktioniert, ist, dass man die einzelnen Displayseiten nach seinem Gusto belegen kann und da dann auch genau die Daten anzeigen lassen kann, die einen tatsächlich dann auch interessieren. Also will ich wissen, ob es jetzt stark bergauf geht, will ich wissen, wie viel Akku-Restreichweite ich jetzt noch habe, will ich vielleicht auch wissen, ob es, wie lange ich schon gefahren bin, wie viel Höhenmeter ich schon gefahren bin, oder will ich mich vielleicht auch in Zukunft navigieren lassen. Denn das könnte sich vielleicht auch mit einer Schnittstelle zu Komoot in baldiger Zukunft realisieren lassen. Momentan geht das noch nicht. Was allerdings schon geht, ist, dass ihr eure Fahrten auf Strava direkt hochladen könnt. Ich glaube, eine Sache, die man dann doch bedenken soll und die man auch oft hinten hört, ist, wie die Kassette und die Kette miteinander ringen. Und das könnte schon vielleicht auch dazu führen, dass man den einen oder anderen Euro weglegen muss, um sich da, vor allem wenn man viel im Boost unterwegs ist, eine neue Kassette mal zu kaufen, wenn man ungeschickt schaltet. Vielleicht das Wichtigste, wie fühlt sich das Rad überhaupt beim Fahren an? Also unabhängig jetzt von der E-Unterstützung. Da müssen wir ganz kurz auf die Geometrietabelle auch schielen. Wir haben einen Lenkwinkel von 64,5 Grad, was relativ flach ist und dann eben auch hilft, dass man auch mal ruppigeres Gelände bergab fahren kann. Hinten haben wir einen Sitzwinkel, by the way, von 77 Grad. Sorgt eben dafür, dass ihr beim Bergauffahren in eine angenehme Position mit dem ausfahrbaren Sattel gehoben werdet, sodass ihr das Rad auch sehr gut balancieren könnt. Sonst fand ich das Rad sehr einfach zu steuern und vor allem verlässlich. Da gab es keine Aussetzer, was auch wiederum was damit zu tun hat, dass der Motor für keine Überraschungen in der Unterstützung beispielsweise sorgt. Sowohl bergauf als auch bergab fühlt man sich schnell mit dem Rad sicher und auch die einfache Bedienung der ganzen Bedienelemente tut sein Übriges, dass man nicht verwirrt ist und sich die ganze Zeit von der Elektronik ablenken lässt. Was ein bisschen gebraucht hat, war die Bremsscheiben einzubremsen. Da sind jetzt Magura MT7 Bremsen dran verbaut. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die fertig eingebremst habe. Zumindest wage ich es jetzt noch nicht, diese Bremsleistung zu bewerten. Da machen wir vielleicht ein zweites Video drüber, auch mit Langzeiterfahrungen. Denn das Rad ist jetzt tatsächlich, um ehrlich zu sein, erst das zweite Mal im Einsatz. Und ich will tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, denn mich interessiert auch, wie reagiert der Motor bei Langzeitbelastungen, welche Reichweiten schaffe ich bei unterschiedlichem Wetter und vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die zu diesem Rad oder zu dem Motorsystem im Allgemeinen interessant wären, die wir in einem zweiten Video in 1 bis 2 Monaten klären sollen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir haben jetzt hier die Version mit den nur 600 Wattstunden Akku, die leichteste Version, aber die mit der geringsten Reichweite dementsprechend. Und weil wir jetzt gerade Mittagspause machen, können wir mal ein Experiment wagen und gucken, wie wir die 54% jetzt ein bisschen boosten können mit einem externen Akku. Deswegen stoppen wir das Ganze jetzt mal, wie viel tatsächlich während unserer Mittagspause reinkommt. Ich stecke es mal ein. Übrigens eine sehr, sehr geniale Klappe. Das kann man sehr, sehr viel komplizierter lösen. Und da gibt es auch echt viele Ansätze von anderen Marken, die das wirklich unnötig verkomplizieren. Es lädt, wir starten die Stoppuhr. Jetzt gucken wir mal, was während unserer Mittagspause mit diesem 12 Ampere Schnelllader von DJI passiert. So, unsere Mittagspause ist rum und wir haben genau 29 Minuten und also ziemlich genau 30 Minuten jetzt pausiert und den Akku geladen. Das ganze Gerät ist jetzt auf 76%. Mit der Extraladung schaffen wir dann auch die 1000 Höhenmeter Marke zu knacken, mit dem wohlgemerkt kleinen Akku und das mit 35% Restakku. Mit vielen Boost-Einsätzen und einigen Antritten aus dem Stand ist das ein beachtliches Ergebnis und für einen Bikepark-Tag vollkommen ausreichend. Eine richtig lange Tour würde ich dann aber doch lieber mit einem Range Extender in Zukunft machen oder vielleicht dann doch eher zur 800 Wattstunden Größe greifen.
Also, was kann man zum Ersteindruck des M-Flow PLs Pro Carbon sagen und vor allem zum DJI Avinox, den wir heute das erste Mal so richtig lange ausgeführt haben. Der Auftakt ist den Chinesen auf jeden Fall gelungen. In einem weiteren Video müssen wir dann nochmal nachschauen, ob es vielleicht Probleme mit der Reichweite, ob es vielleicht Probleme mit der Software gibt. Aber so vom ersten Gefühl gefällt sowohl die Unterstützung als auch die Abstimmung der einzelnen Modi und auch die Wahl zwischen den super sportlichen Modi, wo man selbst sehr viel Leistung dazugeben muss, und der Option, dass man sich wirklich den Berg hochschießen lassen kann. Heißt wahrscheinlich auch im Umkehrschluss, wir werden in Zukunft viel mehr hochklassige Räder mit dem DJI Avinox System sehen, obwohl das M-Flow selbst schon ein sehr, sehr gutes Rad ist. Mit 10.000 € für die Pro-Version mit der 800 Wattstunden Batterie ist das ein vernünftiger Preis, wenn man bedenkt, dass hier so viele Carbon-Komponenten mit dran sind. Hier in der Ausstattungsvariante mit 600 Wattstunden löhnt man 9.799 €, aber den Einstieg bietet ein Modell, bei dem man Abstriche bei der Schaltung und bei den Bremsen macht, und das gibt es dann schon für 6.500 €. Sieht in der Verarbeitung ziemlich ähnlich aus, hat nur eine andere Lackierung und dürfte dann für all jene super spannend sein, die sich gerade nach einem E-Mountainbike umschauen, mit dem sie sehr viel gleichzeitig abdecken können. Denn eins ist heute klar geworden: Es ist schön, ein super leichtes Rad zu haben. Es ist aber auch schön, super viel Power zu haben und die Option zu haben, mehr zuzuschalten, wenn einem denn danach ist. Vielen Dank an Holger fürs Filmen und vielen Dank an die Crew vom Bikepark Samerberg, dass wir hier ausnahmsweise heute filmen durften. Wir kommen auf jeden Fall im Sommer wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.